Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es einmal um diesen Motor. Da haben wir schon sämtliche Videos von abgefilmt. Das wird wahrscheinlich das allererste Video sein. Wir wollen nämlich die Kupplung. Er bekommt eine neue Kupplung. Das ist der Motor von dem Opel, der extrem gequalmt hat. Da gibt es eine separate Videoreihe, die kommt auch noch oder ist schon online. Und der Motor wird halt überholt, das ist der gebrauchte neue Motor und da soll eine neue Kupplung rein. Und deswegen möchte ich einmal mit euch eine neue Kupplung verbauen. Dafür benötigt man ein Spezialwerkzeug. Kauflink alles unten in der Videobeschreibung. Und ganz wichtig muss man, wenn man eine neue Kupplung verbauen möchte oder sogar auch eine gebrauchte Kupplung verbauen möchte, muss man die Kupplung zentrieren. Und da gibt es unterschiedliche Werkzeuge für, um das Ganze zu zentrieren. Das ist übrigens der Motor, der Opel Motor A16XER und Z16XER. Aber bei Thema Kupplung ist es im Prinzip egal. Kupplung ist und bleibt Schaltgetriebe natürlich. Generell überall gleich. Wenn man das Ganze ausgebaut hat, eingebaut hat, muss man die Kupplung zentrieren. Und da benötigt man spezielles Werkzeug, das würde ich euch gerne zeigen. Und ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer, und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50 € Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive Gutschein oder Amazon Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Ja Leute, so sieht das Ganze einmal aus. Hier hat man einmal, hier ist leider eine Anleitung nicht mit dabei gewesen, aber Kauflink unten in der Videobeschreibung, da ist eine PDF, wo das grob erklärt ist. Und wir müssen halt mit jeweils diesen Adaptern, warum gibt es hier unterschiedliche, damit gehen wir in die Kurbelwelle rein, also jetzt grob erklärt. Wir nehmen einmal das Werkzeug, werden wir gleich alles einmal in der Praxis sehen. Ich erkläre es mal grob, das ist ein Adapter. Oder man kann es halt direkt machen. Das macht man dann in die Kurbelwelle rein. Das geht in die Kurbelwelle rein. Und der Kollege kommt nachher hier drauf. Also wir haben die Möglichkeit hier zu drehen, die Kupplung hier drauf zu fixieren und einmal auseinanderdrücken, damit die Kupplung gehalten wird. Gerade zur Kurbelwelle und dann die Druckplatte wird festgeschraubt, damit die Druckplatte zur Kupplung und zur Kurbelwelle bzw. zur Schwungscheibe gerade perfekt drin ist. So einmal grob zur Theorie. Und wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Adapter, es gibt viele universelle Werkzeuge, aber alles so ein bisschen ja, krampfmäßig. Schreibt mal unten in die Kommentare, wer schon mal selbst eine Kupplung zentriert hat. So, und wir gucken uns gleich mal so eine Kupplung an, wie sie aufgebaut ist. Ja, zu dem Werkzeug, das ist die 113789, was wir benutzen, um das Ganze zu zentrieren. Und dann haben wir natürlich die Kupplung. Die Kupplung besteht ja, wir haben einmal das Ausdrücklager. Wenn ihr auf die Kupplung drauf tretet, dann bewegt sich hier der Zylinder vor und zurück und drückt dann auf diese Geschichte hier, auf die Druckplatte. So, der Kollege drückt hier drauf
Dadurch bewegen sich diese Zungen nach innen und dadurch geht die Druckplatte zurück. Dadurch entkuppelt sie. Und hier sitzt dann die Kupplung drauf. So rum. Aufpassen, dass ihr nicht mit fettigen Händen die Kupplung hier berührt. Und die Kupplung sitzt dann hier drin. Und hier vorne ist dann quasi die Schwungscheibe. Und das muss alles, wie ihr sehen könnt, haben wir hier Spiel. Und deswegen muss das gerade verbaut werden. Deswegen zentriert man das Ganze. Dann legen wir mal los. Also, wir entfetten das Ganze. Ganz, ganz wichtig. Das Ganze einmal entfetten. Hier und hier. Anschließend nehmen wir den Kollegen, der Adapter lässt sich abschrauben, dass ihr die Einheit so habt. Dann nehmt ihr die passende Hülse, die da reinkommt. Bei uns ist es hier in dem Fall 10. So. Jetzt nehmen wir, gucken wir, welchen Adapter wir hier benötigen. Die Seite, das heißt mit der Seite hier nach vorne. Anschließend nehmen wir die Kupplung. Ist draufgekommen? Nein. So, mit der richtigen Seite zu uns, so dass das nachher so ist. Okay? Wir können das Ganze jetzt vorspannen. So. Das Ganze draufsetzen. Nehmen unsere Kupplung, nehmen unsere Druckplatte. So. Und haben sie jetzt perfekt zentriert. Minimal kann man es immer noch bewegen. So, und können den jetzt bis zum Anschlag festschrauben. So, also Kupplung und Druckplatte sind jetzt komplett zentriert und komplett eine Einheit und bombenfest. So, und jetzt können wir den das Ganze einmal ansetzen und festschrauben. Also wir können das Ganze lösen und das Ganze ist jetzt zentriert, denn
wenn ihr das Ganze nicht richtig zentriert, dann kommt auch das Getriebe nicht rein, die Welle davon. Also wichtig ist es, hier dann auch noch hauchdünn Fett drauf machen und natürlich auf den Zapfen von dem Getriebe, damit das Ganze dann vernünftig passt. So, und je nachdem, welche Schrauben ihr habt, die M6-Schrauben bekommen 12 Newtonmeter, die M7-Schrauben bekommen 15 Newtonmeter und die M8-Schrauben bekommen 28 Newtonmeter. So, und ich hatte hier halt die Möglichkeit, ein Blockierwerkzeug einzusetzen, was eigentlich für die Zahnriemengeschichte ist. So. Kauflink auch unten in der Videobeschreibung, KT 11061. Das kann man dann hier sehr gut reinmachen, um die Schwungscheibe festzuhalten, um das Ganze festzuziehen. Ja Leute, so schnell und so einfach kann das Ganze ablaufen. Komisch, dass jetzt keine neuen Schrauben dabei waren für die Druckplatte. Ideal wäre natürlich neue Schrauben verwenden. Ja, und ansonsten, so könnte man die Kupplung zentrieren. Schreibt bitte alles unten in die Kommentare zum Thema Kupplung zentrieren, zum Thema Kupplung. Und ansonsten, ja, alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Mit dem Rabattcode VIDIAWOLF kriegt ihr da auch noch ein bisschen Prozente drauf. Ja, ansonsten, so sieht die alte Kupplung aus. Schreibt mal rein, ob die noch gut ist, gut zu gebrauchen, ob man mit ihr noch weiterfahren könnte. Da seht ihr die Nieten. So. Schreibt mal bitte alles unten in die Kommentare. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.